Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich hatte ja gestern im Video mein Equipment auf insgesamt 20 Verbesserungen gezogen und damit das Maximale an Verbesserungen rausgeholt. Und jetzt brauchen wir uns erstmal keine Gedanken mehr über Ressourcen machen. Ja, bis irgendwann mal die Toilette gemaxt ist und wir uns wieder neu equippen, dann eventuell schon. Aber bis dahin ist erstmal soweit alles gut und bis dahin sammeln wir ja auch noch mächtig fleißig Ressourcen. Auf jeden Fall hatte ich mir dann so überlegt, okay, diesen Monat ist ja bei mir auf dem Main ziemlich viel passiert und wir haben ja einen riesengroßen Push bekommen durch das neue Equipment, ne, durch den Legendary Dungeon, durch das neue Toiletten-Update. Mein Equipment war sowieso schon relativ alt, so um die 50 Level oder so. Ja, also wir haben relativ viel rausholen können. Als wir den Legendary Dungeon beendet haben und uns neu equipped haben, habe ich es ja nicht gleich geschafft, mein Equipment auf 20 zu ziehen, komplett, sodass ich gesagt hatte, okay, wenn wir das jetzt noch hinkriegen sollten, dann nähern wir uns knapp der 200.000 Marke. Denn die Neuequippung, die mir das an Statpunkten eingebracht hatte, von altes auf neues Equip, da hatte ich ja roundabout 170.000 Total Stats gemacht, wenn man alle Attribute, auch Glück und sowas mit dazu zählt, hatte ich ja insgesamt 170.000 Total Stats plus gemacht in einem Stream. Ja, und das war ziemlich krass und da hatten mir noch einige Verbesserungen gefehlt und die Verbesserungen machen ja schon relativ viel aus. Und ihr seht ja auch, was die hier an Statpunkte einbringt. Allein die Waffe auf alle drei Attribute über 5000 Total oder über 5000 Stats pro Attribut. Und das ist natürlich schon ziemlich heftig. So, jetzt haben wir ja gestern unser komplettes Equipment auf 20 gezogen, sodass ich jetzt nochmal neu durchgerechnet habe, was wir jetzt insgesamt diesen Monat an Statpunkten plus gemacht haben, wenn man die neue Equipung nimmt, plus auch noch die Verbesserung jetzt hinzuzählt, seitdem das Equipment jetzt komplettiert ist. Man muss dazu sagen, mir fehlen immer noch ein, zwei Steine, die hier ein bisschen outdated sind. Der hier zum Beispiel ist relativ alt. Ja, die sind auch ein bisschen alt, aber der hier ist noch sehr alt, ne? Also die beiden hier. Wenn man da jetzt noch mal das jetzt auch nochmal mit reinrechnet, kommt da ja nochmal ein bisschen mehr zustande. Und ich hatte mir jetzt ein Video rausgesucht und zwar der große Tag, brechen wir heute die 100.000 Stats. Ja, das hatte ich damals vermutet gehabt. Da hatten wir, und das ist wirklich gar nicht lange her, das ist jetzt vom 20.09. Wir haben jetzt zur Zeitpunkt der Aufnahme den 17.10. Das heißt, es ist knapp ein Monat her, ja, wo wir jetzt hier uns neu equipped haben. Das heißt, diese Aufzeichnung ist ungefähr einen Monat alt. Und das ist hier jetzt quasi der Vorher-Nachher-Vergleich von 630.000 auf 709.000 und von 450.000 auf 515.000. Und das ist ziemlich heftig. Ich hatte mir das Ganze mal durchgerechnet gehabt und habe hier euch das schon mal vorbereitet. Und zwar hatte ich vorher an Total Stats gehabt 1,12 Millionen Total Stat Punkte und wir sind auf 1,318 Total Stat Punkte, also Millionen Stat Punkte gelangt, was insgesamt jetzt einen Unterschied macht von 195.329 Total Stats, die wir jetzt hier in diesem knappen Monat gemacht haben. Ja, jetzt haben wir noch 3 Tage Zeit, beziehungsweise 4 Tage, weil das ist ja noch ein Tag davor, bis wir hier die 200.000 voll machen. Und das sind ja Total Stats, da zählt ja alles mit rein. Ja, das sind ja nicht die Basispunkte, die ich pro Tag mache, sondern wirklich die Total Stats. Und wenn man jetzt noch 4 Tage draufrechnet, komme ich da wahrscheinlich schon sehr nah ran, dass wir hier die 200.000 insgesamt von 30 Tagen von einem Monat voll gemacht haben. Also wir haben so roundabout die 200.000 Statpunkte geknackt in diesem Monat an totalen Statpunkten, was wirklich insane ist, wenn man sich das einfach mal so überlegt. 200.000 Statpunkte in einem Monat ist wirklich schon eine heftige Leistung und sind hier ja auch wirklich sehr weit aufgestiegen, was so die Statpunkte angeht, was auch die Ehrenhalle angeht. Ne? Nach wie vor halten wir uns ja auch noch immer relativ gut hier auf der Statistikseite. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr reingeschaut, wir können ja mal gucken, wo wir gerade momentan mit dem Magier stehen. Nach Haupt- und Ausdauer geordnet sind wir jetzt momentan auf Platz 26, das heißt, wir sind noch in der Top 30 der stärksten Magier weltweit, was natürlich
ja, sehr, 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 sehr stark ist auf jeden Fall. Ne? Jetzt haben sich ja schon auch einige neu equipped. Ich denke mal, beim nächsten LD werden sich nochmal neue Leute equippen aus der ja, top weltweiten Rangliste, sodass wir vielleicht noch ein bisschen weiter absacken. Aber dass wir uns hier immer noch so halten, ist trotzdem immer noch schon sehr, sehr stark. So, und wenn wir jetzt nach allen Klassen mal ordnen, also nicht nur Magier, sondern nach allen Klassen weltweit, sind wir jetzt nach Total Stats, beziehungsweise nach Hauptattribut und Ausdauer, sind wir jetzt momentan auf Platz 55 weltweit mit den meisten Stat-Punkten. Ja? Und das ist natürlich schon ziemlich schön zu sehen, dass wir hier uns nach wie vor immer noch so weit oben halten, obwohl jetzt halt eben auch viele Leute das genutzt haben und sich neu equipped haben. Und das ist natürlich ziemlich nice. Und ja, sind auf einem guten Weg, hier weiterhin oben mitzuspielen. Deswegen, ja, genau deswegen war es eigentlich auch mein Anliegen gewesen, halt mal hier in der IHOF vielleicht ein bisschen präsent zu sein, weil wir halt momentan ziemlich stark sind, so was die Total Stats angeht, weil wir aktuell also wir sind halt sehr aktuell equipped, sag ich mal so. Ne? Wir haben jetzt neues Equipment, wir haben jetzt alles auf 20 gezogen mit dem neuen Toiletten-Update. So, ne? Das Einzige, wo wir noch nicht ganz aktuell sind, sind die Steine. Das ist so das Einzige, wo wir noch so ein bisschen ausbauen können. Ich kriege hier teilweise über 2550er Steine, also das sind ja auch nochmal über 200 Stat-Punkte Int-Ausdauer hier auf diese zwei Items hier, ne? Also ja, das lohnt sich auch schon ein bisschen, würde ich sagen. Ne? Hier auf die sind es auch nochmal so roundabout 100. Ne? Also da kann man definitiv auch noch ein bisschen aufstocken. Kürzlich ist ja auch die Liste von Dein Nachbar aufgetaucht, wo auch die Leute nach aktuellen Edelstein-Level so sortiert sind. Ich glaube, da waren wir nicht mal drauf, weil wir mit unserem Char halt so outdated sind, was die Steine anbelangt. Aber ich setze auch wirklich sehr, sehr selten Steine mal in mein Equipment ein, muss ich dazu sagen, sodass wir halt nicht so häufig dazu kommen. Ja, gut, ja, das war jetzt natürlich ein Fail. Also ich meine, es war nice, dass wir den jetzt geschlagen haben, aber guckt euch das Inventar an, das ist wirklich zum Mäusemelken. Wir brauchen dringend Hexen-Event. Das sind bis auf die Epics, sind das hier fast alles Items, die wirklich hier, das können wir mal rausnehmen, einen 10 Millionen Goldwert haben. Ich bring's nicht übers Herz, das wegzuschmeißen, wirklich, ne? Weil, weil wir ja halt eben das auch einfach zur Hexe bringen und das sind halt so wertvolle Items, die müssen wir für doppelten Goldwert verkaufen, das geht nicht anders. Ne? Eher schmeiße ich dann nochmal einen Epic weg, als dass ich hier die Items irgendwie verkaufe für, weiß ich nicht, für 10 Millionen anstatt 20 Millionen. Das ist mir wirklich zu schade. Ja, also da müsste dann auch nochmal vielleicht nur ein kleines Hexen-Event her. Ne? Ja, genau, so sieht es momentan aus und das ist natürlich ziemlich nice. Ne? Nach wie vor sind wir sehr aktuell hier aufgestellt und ja, dass wir jetzt hier diesen Monat 200k so gut wie gehittet haben. Wie gesagt, wir haben ja jetzt sogar noch ein paar Tage Zeit. Der volle Monat ist ja jetzt noch nicht gefüllt, aber ich wollte jetzt einfach mal gucken nach dem Video gestern, wo wir es geschafft haben, das Equipment auf 20 zu ziehen, komplett. Ja, hat es mich dann doch schon mal nochmal interessiert, weil das wirklich große Stat-Punkte gewesen sind, was wir jetzt insgesamt halt diesen Monat gemacht haben. Und ja, das hätte ich bei weitem nicht gedacht, dass wir so viele Stat-Punkte rausholen. Wie ihr es in dem Video gesehen habt, brechen wir die 100.000 Stat-Punkte, Fragezeichen, war dort der Titel gewesen, weil ich halt gar nicht davon ausging, ob wir überhaupt die 100k knacken werden. Ja? Und jetzt sind wir hier nach einem Monat schon bei knapp 200.000. Ne? Ja, und das ist natürlich ziemlich heftig. Ja, wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, was wir jetzt zu diesem Monat gemacht haben. Falls es auch wieder eine Liste geben sollte, so von deinem Nachbar oder was weiß ich, von irgendjemandem, der sich da die Mühe macht und die Accounts mal weltweit so vergleicht, ne, dann bin ich da auch sehr gespannt, was wir an weltweiten Listen bzw. weltweiten Rankings so aufgestiegen sind. Ne? Ich werde nochmal gucken, dass ich vielleicht bis zum Ende des Jahres nochmal die 2 Edelsteine hier ausgetauscht kriege. Ne? Nach wie vor will ich auch meine Begleiter noch ein bisschen ausrüsten hier. Die haben ja auch nur so mittelmäßige Steine drin, aber falls ich mal einen Stein aus der Mine bekommen sollte, der auch mal legendär ist und ein großer Edelstein ist,
und der ist über 2500, dann würde ich den tatsächlich für mein Main-Equipment nehmen und noch den hier einmal austauschen und den hier. Ja, und den Rest muss ich gucken. Also den Rest hier, die habe ich auch bisher alle hier für Kunigunde genommen, dass wir hier Schritt für Schritt die weiter auch equippen, was Edelsteine anbelangt, dass wir auch mal endlich wieder in die Schattenwelt kommen. Ja, denn dort wird es Zeit, dass wir dort auch mal ein bisschen aufräumen. Denn ja, da sind wir auf jeden Fall, da haben wir sehr gutes Potenzial, auch ziemlich weit zu kommen. Ne? Deswegen momentan gerade nicht. Aber ich denke mal, das wird noch mit der Zeit. Von daher, genau, lassen wir uns überraschen. Und das soll es soweit für das Video heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.